Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Die quadratische Leinwand, die ich mir ausgesucht habe, ist 40 x 40 cm groß und ich habe bereits 3 Rottöne auf die Leinwand gegeben, und zwar das dunkle und das helle Rot von Amsterdam Acrylics und einen flüssigen Farbton der Firma Golden. Das Ganze verstreiche ich mit Hilfe meines Flachpinsels auf der Leinwand und habe damit ein sehr schönes, frisches und lebendiges Rot. Zusätzlich werde ich noch einen roten Glitzer aufstreuen, und zwar sind dort helle und dunklere und ich meine auch leichte schwarze Glitzerpunkte in der kleinen Dose. Und die trage ich durch Streuen auf und habe durch statische Aufladung ein paar dieser kleinen Glitzerteile an den Handschuhen, sodass ich die dann einfach zum Schluss herunterrieseln lasse. Ich mache das deshalb, weil ich heute vorhabe, mit Strukturpasten zu arbeiten und ich mir ziemlich sicher bin, dass bei meiner Technik wieder ein paar Bereiche frei liegen werden, auch wenn das Bild fertig ist. Und ich hoffe, dass man dann sowohl die rote Hintergrundfarbe als auch ein paar Glitzerpunkte finden wird. Die genauen Bezeichnungen der Strukturpasten werde ich in der Videobeschreibung angeben. Ich habe heute vor, mit 2 verschiedenen zu arbeiten, und zwar ist die eine etwas flüssiger und trocknet in Graphit auf und die andere ist etwas zäher, schwarz durchgefärbt und trocknet tatsächlich auch richtig schön schwarz auf. Da mir die Struktur alleine nicht reicht, werde ich noch einen Dekosand hinzugeben. Das ist völlig unerheblich, ob der jetzt so hell ist wie der, den ich verwende, oder ob man Vogelsand nimmt. Und dann hatte ich noch in einem Dekoshop silbernes Granulat entdeckt, was ich dann auch noch zu meinen Spachtelmassen hinzufüge. Wenn ich mir überlege, was ich anschließend mit den Spachtelmassen gemacht habe, wäre es vielleicht besser gewesen, den Sand und das Granulat nicht hineinzugeben. Aber ich mache ja öfter kleine Experimente und stelle dann anschließend fest, ob etwas gut und brauchbar gewesen ist oder ob ich es beim nächsten Mal noch einmal für mich verändere. Grundsätzlich haben mir die Strukturpasten mit dem Sand und dem Granulat aber richtig gut gefallen. Das Anmischen der Strukturpasten hatte für mich auch etwas Meditatives und die schwarze Strukturpaste hat mich an einen Teig erinnert, der schwer reißend vom Löffel fällt. Ich werde jetzt nach und nach die Spachtelmassen auf die Leinwand aufbringen, werfen und dann mit einem kleinen Spachtel auch verteilen. Und dadurch, dass der Sand und das Granulat in der Spachtelmasse ist, kratzt das auch so wunderbar auf meiner Leinwand.
Mit Hilfe eines Zahnspachtels werde ich jetzt nach und nach Muster in die Strukturpaste kratzen, teilweise dann auch wieder zurücknehmen, um dem Ganzen einen Used Look zu verpassen. Und das ist dann auch der Punkt, an dem ich feststelle, dass es besser gewesen wäre, den Sand und das Granulat nicht in die Spachtelmasse zu geben, wenn ich mit dem Zahnspachtel arbeiten möchte, weil dort sehr viel Material an dem Spachtel hängen bleibt und teilweise die Strukturen nicht ganz so fein sind. Ich fülle dann Lücken wieder mit der Spachtelmasse auf und probiere nach und nach verschiedene Muster und Techniken aus. Wer sich für Bilder interessiert, die mit feiner Spachtelmasse entstanden sind, der sollte auf Instagram einmal unbedingt nach Textury gucken. Das ist der Finne Henry Hagelberg, der es wirklich verstanden hat, tolle Bilder, die unifarben oder in gedeckten Farben sind, mit Hilfe von Spachtelmasse, einem Spachtelmesser oder einem Zahnspachtel herzustellen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich Elemente auf meiner Leinwand, die mir richtig gut gefallen, wie die beiden Spachtelmassen, die so gemischt aufeinander, nebeneinander aufgetragen worden sind, und auch die Rundung durch den Zahnspachtel gefallen mir gut. Aber ich finde, es müsste noch mehr sein und deswegen setze ich jetzt vermehrt auf den Zahnspachtel. Das Schöne an meinem Zahnspachtel ist, dass er auf allen 4 Seiten verschiedene Einkerbungen hat, sodass auch unterschiedliche Muster entstehen. Ich verwende auch die schmale Seite mit den feinen Rillen, aber auch ganz gerne die lange Seite mit den groben Abständen, und das passt auch ganz wunderbar zu meiner doch etwas grobkörnigen Spachtelmasse. Erinnert ihr euch noch an das Bild, welches ich mit einer Hand gemalt habe? Das war eine großformatige Leinwand und ich habe nach und nach Acrylfarbe aufgetragen und sie dann mit der Hand sozusagen modelliert. Und das mache ich jetzt hier stellenweise auch auf dieser Leinwand. Ich ebne ein bisschen die aufgetürmten Materialien wieder ein und schaffe damit auch Übergänge auf meiner Leinwand. Ich habe mir vor einiger Zeit feines Eisenpulver bestellt und war schon ganz gespannt, wann ich das denn wohl zum ersten Mal benutzen würde. Und bei diesem Bild dachte ich mir, ich habe ja vorhin schon den Begriff des Used Look verwendet, könnte ich es einsetzen und hinterher mit einem Oxidationsmittel zum Rosten bringen. Auch das ist wieder ein Teil meines Experimentes. Ich ziehe ja immer verschiedene Schlüsse aus dem, was ich mache. Und ich muss sagen, es hat im Grunde genommen ganz gut geklappt. Aber ich würde beim nächsten Mal selbstverständlich wieder etwas anders machen. Anschließend fülle ich mit der restlichen Spachtelmasse noch die Lücken am Rand auf der Leinwand auf und schaffe damit wieder Übergänge und beziehe vor allen Dingen auch die Ecken meiner Leinwand mit in das Bild hinein.
Dadurch treten die verbliebenen roten Hintergrundflächen aus dem Bild wieder mehr in den Vordergrund und der Blick des Betrachters wird in die Mitte des Bildes gelenkt. Damit das Eisenpulver auch rosten kann, braucht es ein Oxidationsmittel und ich habe verschiedene Oxidationsmittel und das ist jetzt eins, welches ich mir in eine Pumpsprühflasche umgefüllt habe, sodass ich das leicht dosieren kann. Bei der Kamerafahrt über das noch nasse Bild sieht man jetzt die unterschiedlichen Spachtelmassen und vor allen Dingen auch die Strukturen. Man kann die kleinen silbernen Granulate erkennen und vor allen Dingen auch die Dreidimensionalität der Spachtelmasse. Das Bild ist jetzt schon eine Zeit lang getrocknet und wenn das Oxidationsmittel ebenfalls getrocknet ist, wird der Rostprozess unterbrochen und ich muss sagen, dass mir die Farbe dieses Mal viel besser gefällt als beim letzten Mal, als ich dieses Oxidationsmittel eingesetzt habe. Es ist nicht so schreiend orange geworden und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Da ich farbiges Licht unheimlich mag, habe ich das Bild einfach mal in Szene gesetzt. Natürlich soll das Bild, wie es an der Wand hängt, nicht fehlen und deshalb zeige ich es euch hier noch einmal detailliert. Ich finde einzelne Strukturen richtig gut gelungen. Mir gefällt auch die Kombination von Rot im Hintergrund und Schwarzgraphit im Vordergrund recht gut. Ich weiß, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich mit einer solchen Textur arbeite, ein bisschen was umstellen werde. Ich sehe auch, dass ich die Rostelemente anders einsetzen würde, aber alles in allem bin ich mit meinem kleinen Experiment super zufrieden. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über ein Like. Ich freue mich über einen Kommentar. Und ich wünsche dir vor allen Dingen einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal.